Herzlich willkommen bei Nobbys Kochstunde. Wir machen heute russischen Zupfkuchen und zwar ein ganzes Blech voll, jawohl! Und am Anfang kümmern wir uns erstmal um den Boden. Und dafür mischen wir den Zucker mit Vanillezucker. Genauer gesagt, wir mischen ihn mit dem Bor Vanillezucker. Für den Boden brauchen wir auch Mehl und dieses Mehl vermischen wir mit einer Dreiviertelmenge von einer Tüte Backpulver. Und das ist noch nicht alles, es kommt noch was dazu. Und zwar Kakaopulver, 45 Gramm. Auch das vermischen wir mit dem Mehl. Und wenn beim Mischen Klumpen entstehen, dann macht das nichts. Wir werden nachher die Mischung durch einen Sieb drücken und dann sind die Klumpen weg. Ja, dann kommt die Schüssel ins Spiel und in die Schüssel geben wir diese große Menge an Butter rein. Und mit dem Handmixer rühren wir das Ganze so lange durch, bis die Butter schön cremig wurde. Gleich danach nehmen wir dann die Schale mit dem Zucker und geben die hinzu. Wir rühren dann das Ganze weiter schön durch, damit das Ganze schön cremig bleibt. Es ist natürlich von Vorteil, wenn das Handrührgerät eine richtig langsame, niedrigste Stufe hat. Aber in den Teig geben wir dann noch 2 Eier hinzu, aber nicht natürlich alle auf einmal, sondern schön nacheinander mit jeweiligen Durchrühren des Teiges. Und wie schon angekündigt, sieben wir das Mehl dann in die Schüssel. Und Klumpen, die noch übrig sind, drücken wir dann durch den Sieb noch durch. Dann sind die auch Geschichte. Bevor wir jetzt den Teig zum Durchkneten rausholen aus der Schüssel, bemehlen wir jetzt noch die Arbeitsfläche und geben da dann den Teig drauf. Kurze Zeit, für ein paar Minuten, kneten wir dann den Teig durch, geben den zurück in die Schüssel und geben ihn für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank. Wenn nicht noch länger. Die Teigruhephase können wir natürlich nutzen, um Vorbereitungen zu treffen für die Füllung. Zum Beispiel Zucker mit Vanillezucker zu mischen oder die Butter, die große Menge an Butter cremig zu schlagen. Ist die Butter dann schön cremig, kommt da natürlich auch der Zucker hinzu und wir rühren weiter alles schön cremig. Und im Gegensatz zu vorher kommen hier jetzt richtig viele Eier hinzu. Werden nacheinander hinzugegeben. Nach jedem Ei wird richtig lange durchgemixt. Wenn dann endlich alle 5 Eier drin sind, schön verrührt wurden, dann geben wir den Magerquark hinzu und noch 2 Päckchen Bor Vanille Puddingpulver. Und auch hier, wie ihr das eigentlich schon erraten könnt, wird kräftig durchgemixt. Wir wollen nachher einen glatten Teig haben. Glatter Teig bedeutet, dass wir eigentlich keine Klumpen mehr in der Füllung haben wollen, in dieser Quarkfüllung. Und wenn es dann soweit ist, stellen wir die Quarkmischung beiseite und wenden uns wieder dem Boden zu. Dann nehmen wir jetzt den Teig wieder aus dem Kühlschrank heraus, bemehlen die Arbeitsfläche und rollen ihn auf der Fläche aus.
Und da musste ich merken, dass es doch gar nicht so einfach ist. Wahrscheinlich habe ich den Teig zu früh aus dem Kühlschrank geholt. Auf jeden Fall habe ich ihn nicht auf das Kuchenblech bekommen. Schaut, wie er sich hat schön ausrollen lassen. Ja, das war wohl nur Fake von ihm, diesen bösen Teig. Dabei habe ich noch geschaut, dass er schön viel Mehl drunter hat, damit er sich lösen kann. Hat alles nichts geholfen, aber schaut selbst. Gut, der Teig will nicht so wie ich will, aber dann gebe ich einfach nicht auf und gehe unter die Puzzler und gebe den Teig halt bröckelesweise auf das Backblech. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, am liebsten hätte ich den Teig in die Ecke gepfeffert. Aber ich finde, der Teig ist einfach zu kostbar. Der war richtig schön feucht, eigentlich ideal. Und deswegen habe ich einfach nicht aufgegeben. Und das hat sich nachher auch richtig gelohnt, ihr werdet sehen. Das ist auch schon mal der richtige Zeitpunkt, ans Aufheizen vom Ofen zu denken. Sprich, wir stellen 170 Grad Ober- und Unterhitze ein. Weil gleich danach geben wir jetzt dann die Füllung auf den Boden. Aber jetzt schaut mal, wie schön cremig diese Füllung ist. Die ist mir sowas von super gelungen. Dann werden wir anschließend die Quarkfüllung natürlich schön glatt streichen. Und wie ihr es vielleicht vorher mitbekommen habt, wir haben ja noch Teig übrig. Und den zupfen wir jetzt und geben ihn noch über die Quarkmasse. Ihr müsst natürlich das so berechnen, dass das Ganze schön nachher gleichmäßig auf der Quarkmasse verteilt ist. Und gleich danach kommt der Kuchen in den Ofen. Wie ihr wisst, wir haben den ja schon vorgeheizt auf 170 Grad Ober- und Unterhitze und im Ofen verbleibt er dann für 40 Minuten. Nach der Zeit holen wir den Kuchen aber nicht gleich raus, sondern wir schalten den Ofen ab und öffnen die Ofentüre einen Spalt weit. Für circa 30 Minuten. Und erst dann holen wir den Kuchen aus dem Ofen. Also er sieht schon mal gut aus. Also vom Fiasko mit dem Boden von vorher ist ihm nichts anzumerken. Nach einer weiteren Ruhephase von einer Stunde ungefähr können wir dann uns mal ein Stück abschneiden. Und dann sehen wir mal, was aus dem Boden geworden ist. Auf jeden Fall bin ich sehr zuversichtlich. Und ich muss sagen, alles nochmal gerettet. Der Kuchen sieht gut aus, er schmeckt super, ist cremig, klasse, spitze, ich bin sowas von zufrieden. Aber wir sind am Ende angekommen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war auch teilweise spannend wegen dem Malheur. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und bleibt auch schön gesund.